Wir sind hier im Jugendmuseum. Das ist ein Teil des Regionalmuseums Schöneberg. Mein Name ist Ellen Rothers. Ich bin die pädagogische Leitung des Jugendmuseums. Und für diese Ausstellung haben wir uns überlegt, wie kriegen wir eine Connection zwischen Westberlin, was Schöneberg ist, und Ostberlin hin. Und hier steht Roswitha Baumeister, die bei uns in der Ausstellung präsent ist, weil sie eigentlich eine der Zeitzeuginnen für feministisch-lesbische Kunst der 80er, 90er ist. Dieses Teil ist ein Werkzeug im Grunde, der Projektor, mit dem ich Fassaden beleuchten konnte. Kommt ja aus Leipzig. VEB Tachowellen und Maschinenbau Leipzig. Das ist ja ein sehr robustes Gerät. Und das war für uns sehr schön, weil wir dort im Freien mitarbeiten konnten. Und damit bin ich ja raus und habe die Fassaden projiziert, Bilder, meine Scherenschnitte und sowas kam hier vorne rein und wurde dann 20 mal 20 Meter groß. Das war natürlich toll, mit so einem kleinen Effekt, so großes Ergebnis. Das sind diese 6x6 Dias. Und da habe ich dann mit Papier und Pappe und so weiter, mit großen Scheren, diese figurativen Elemente ausgeschnitten. Und was hat dich nach Ostberlin geführt? Also Potsdamer Straße war ja das Ende Westberlins. Jetzt mit der Öffnung der Mauer war die Potsdamer Straße auf einmal eine sehr belebte Straße geworden. Und ich bin dann auch auf den Weg und habe mir Ostberlin angeschaut und im Besonderen die Nacht von Ostberlin. Ich war ja die Frau mit den Schatten und die auf die Fassaden projiziert. Und dann war das natürlich toll, auch in Ostberlin, in dieser dunklen Stadt, Licht anzumachen. Ne? Ostberlin war dunkler als Westberlin jetzt im Vergleich? Oh, viel dunkler. Warum? Ja, weil da waren so eine Funsellampen oder ganze Straßenzüge ohne Beleuchtung. Das ist jetzt etwas, das wird gar nicht so richtig erinnert. Es gibt einige Fotografen, die das auch sehr schön festgehalten haben. Aber zum Beispiel die Krausnickstraße, ich glaube, da gab es in der ganzen Straße, die ja so um Bogen geht, nur eine Lampe. Und die war nicht hell. Ne? Wann hast du das erste Mal benutzt? Dieses Gerät, Walpurgisnacht 1990 am Wasserturm. Also da ist ja auch die Knarkstraße und in der Knarkstraße 92 war eben das Projekt Knemi Dophorus Uniparens. Und das war so eine Gruppe von Frauen, die im Prenzlauer Berg so eine Art Besetzung eines Hauses. Also es gab ja sehr viel leerstehende Wohnungen und die Häuser warteten auf den Abriss und in die Wohnungen konnte man rein. Es war anders wie im Westen mit Hausbesetzung, aber wir fühlten uns doch als Schwestern im Geiste. Und dort entstand so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das Projekt dieser Clique, muss man eigentlich sagen, hieß Port aux Femmes. Das war so eine Art Galerie-Café in der Knarkstraße 92. Und wir im Pelze, Potsdamer 139, hatten ja auch so Nachtcafé und Ausstellungen etc. Und so kam es ein Hin und Her zwischen Ost und West.